Living on $6 million a year. Also das ist ein richtig krasses Video. Habe ich gesehen bei Make It, bei CNBC Make It. Super crazy. Ich habe schon mal so kurz reingeskippt. Der Typ ist auf jeden Fall crazy, wie der abgeht mit 6 Millionen pro Jahr. Also wie ist es, mit 6 Millionen pro Jahr zu leben oder ja, wie erreicht er das? Das interessiert mich auf jeden Fall auch mal. Habe ich noch nicht ganz vorausgefunden, aber bin ich gespannt. Absolutely surreal. I remember that night after the kids going down, you asked me how much that I thought you made everything related to YouTube in just May. Just 1 month. And for him to say that it was crossing 7 figures was just mind-blowing. I didn't even know what to think. It was crazy. Crazy 7-figure? Crazy. All right, ready to rock. Here we go. Recording and let's get the mic. Test, 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 test. Krasses Studio auf jeden Fall. Speed on YouTube. Yeah, yeah. My name is Kevin, I'm 28, and I make just over $5.75 million per year. Ja. My name is Lauren, I am 30 years old, and I make $250,000 per year. Together, we make over $6 million per year. Krass, 6 Millionen, ja, überlegt euch mal die Zahl. Selbst wenn man da Steuern zahlt, 50%, 3 Millionen. Ventura, California. Ist jetzt vielleicht nicht der billigste State, but I like it. I'm a real estate broker and real estate investor, and lately I've Da sieht man's, Immobilien. started making YouTube videos to teach what I know about investing in real estate and stocks online. Also er macht das gleiche, was ich mache. Verdient Basti auch 6 Millionen? A typical day for me starts at about 5 a.m. Then I go down to my garage office set where I have a walking treadmill and I'll catch up on whatever projects we need to work on for our real estate investments and I'll plan out the days. Also ich denke mal, das ist der Real Hustle, oder? Also was krasses Studio, also hier hinten sieht es nicht ganz so aus. Vielleicht sollte ich beim nächsten Livestream auch mal gleichzeitig laufen. Schreibt es mal in die Kommentare. By about 2 p.m. I like to go on a run with Lauren so I get a little bit of fresh air outside since I'm mostly stuck in the office from 5 to 2 answering text messages or calls or filming Effizienz pur. videos. And the goal is to have this drop dead deadline by 5 p.m. of just Und ein Tesla. hanging out with the kids. Auch mega Time Management. A typical day for me would be setting my alarm for 8 a.m. but knowing that my children will be waking me up at 6 a.m. So I get up around 6:30 every day and then... Also man jetzt schon festhalten kann, krass, wie die, also da sieht man mal wieder, was Routinen oder ja, was das Mindset so ausmacht. I kind of just hang out with my kids, kind of ease into the day, look at all the assignments and virtual videos that are given to me from my son's teacher at his school. So in addition to that, I also have to attend to my younger son who is not in school and just handle his needs. I also have a lot of property management stuff that I continually have to deal with. Es gibt jetzt immer in den USA immer wieder krasse Leute, die mit Immobilien extrem reich werden. Ist ja die Frage, ob wieder so eine Bubble kommt, aber... So when I was 18 months old, I moved from Germany with my family to Florida. Hä? 18 months, okay, da hat man noch kein Deutsch And gekannt. in Florida, my parents knew nothing about American culture, society, how to get ahead. Also der klassische American Dream irgendwie, Einwanderer und dann halt den American Dream jetzt gelebt They irgendwie. barely knew how to speak English. And what's crazy about that is I came from this household that ended up divorcing when I was 6 years old, constantly having no money. There was a point when... Underdog, das habe ich vorhin auch im Stream gesagt, der Underdog ist immer krass, wenn der Bock drauf hat und der I Drive. was 7 years old where I went through the Washington Mutual Bank drive-through. And my father withdraws with his debit card $20 from the ATM. And I'm, you know, classic 7-year-old, like, oh, Dad, can I have that? And he's like, Kevin, I only have 11 of these left. This is at the same time as... Ja, das ist so krass, das ist halt dieses Erlebnis, was ihn wahrscheinlich so hart in den Kopf eingebrannt hat und dachte, ey, das möchte ich nie erleben, dass meine Kinder das haben. Super interessant, also ich glaube... Da kann man viel über Geld mitnehmen, über das Mindset, wie das so ist. We're like losing our house after the divorce, and things are just a mess. And coming from that
to meeting you and both of us basically being at zero, having around $6,000, $8,000 each, somewhere around there. Auch perfekt, so sie kennengelernt, dass die beide bei Null gestartet sind. And going into becoming real estate agents, being property managers, investing in real estate, using the mentorships that are all around us, and taking that and then just making our own reality happen has been really empowering. And if anything, I can look back and say, wow, it kind of makes me want to share that story and say, anybody can do this if we were able to do it. Klar, macht er da auch krass Marketing für sich, aber ist schon krass. Budget. Ich glaube, das ist doch Regarding our finances, I deal with most of the bills. We do keep a spend track. Ja, guck mal, krass, die verdienen 6 Millionen und geben nur 3.000 in Anführungszeichen aus. Insurance, viele. One of us goes to a store and spends money on something. We just use like an Apple Numbers spreadsheet that links. Apple Numbers Spreadsheet, also er trackt Finanzen tracken. Ja, da hört ihr schon raus, wie er seine Finanzen trackt. We established something years ago where we mutually thought, okay, what would be a realistic budget for our own personal needs, whether that be clothes or shoes that isn't business related if I wanted to buy a... Ja, das ist auch cool, dass er den Tesla da irgendwie absetzen kann. Ich gehe nochmal kurz zurück. Insurance, Housing. Das ist gar nichts irgendwie mit Investment, aber gut, bei 13.000, wenn man das hochrechnet, sind das ja gerade mal 150.000 im Jahr, also haben sie noch ein paar Millionen übrig. Budget for our own personal needs, whether that be clothes or shoes that isn't business related. If I wanted to buy a necklace or a handbag, that would fall into that personal budget. So back then we said $200 per month that we would have that. I think we've upped it $50. Wer kann von sich sagen, dass er mit 23 schon Millionär war? Ich bin da mal raus. So I decided to start a YouTube channel and share okay, jetzt macht er da halt noch mehr Geld mit, aber mich interessiert mal Teachable. Ah, okay, wo die hier sein. Das interessiert mir. 18 months now, our Pre-Tax Maximum Income, Teachable, YouTube, also über Teachable Income. Revenue has gone from just being real estate commissions. Krass. 290.000 über Teachable YouTube, generell Affiliates, Law Real Estate Salary. Krass, das Real Estate Salary ist halt nur 20.000, Kevin's Real Estate Salary 10.000. Breaking even or losing money on the construction business. To making a little bit of money on YouTube, $100 a day, $3,000 a month, to where we are now, where YouTube is paying somewhere around CPM 10, ja, ist schon ganz nice, wenn man mal guckt, krass. Ja, die haben auch eine gute Zeit gehittet. Hier, wenn man guckt, im March, da ging es richtig steil aus der USA, auch die Pandemie und krass, da haben sie echt gut mitgenommen. $100,000 a month. Affiliates and my courses and my educational programs, which people love, and then they'll go buy another one. All of those together can sometimes add up to another $300,000–$400,000 per month, which is absolutely mind-boggling because it doesn't feel like we're different people, but the number has changed. Yeah. I mean, there were 2 months this year during the pandemic where we crossed 7 figures in a month. That was my dream. Krass. My dream was that the construction business and the real estate sales business together would get me to $1 million a year. And that business failed and led to what... Ah, den kennen wir doch. Aber krass, ich glaube ja, da kommt jetzt nicht mehr viel, aber man sieht mal, was möglich ist, wenn man sich reinhängt und so, ja, an für sich eine schlechte Kindheit hat. Und er hat eigentlich das Beste draus gemacht und hat einen harten Hustle. Man sieht schon an seinem Lifestyle, wie er morgens aufsteht, dann da gleichzeitig joggt, Büro, Fitnessstudio mäßig. Super inspirierend, glaube ich. Da kann man viel mitnehmen und von lernen. Moin YouTube, hier ist Bastian von Talerbox. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du konntest einige Golden Nuggets für dich mitnehmen. Wir wollen jetzt richtig durchstarten, das heißt mehr guten Content für euch, Interaktion und Überraschung. Also jetzt ist der Zeitpunkt zum Abonnieren. Ansonsten, wenn du gleich weiter durchstarten willst, verlinke ich dir hier rechts und links noch weitere Golden Nuggets. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, invest smart statt hart.